Wenn ich in Dortmund bin, dann ist natürlich bei jedem der erste Satz, oh, Olli, damals dein Spiel werde ich nie vergessen, und das ist ja auch geil. Halbzeit im Testspiel der U19-Junioren zwischen dem SV Westfalia Soest und Arminia Bielefeld. Trainer Olli Kirch bereitet seine Jungs auf die neue Saison in der Junioren-Bundesliga West vor. Krasser könnte der Gegensatz zu seinem Spiel des Lebens kaum sein. Champions League Viertelfinale 2014, Borussia Dortmund gegen Real Madrid. Der BVB kommt im Bernabeu mit 0:3 unter die Räder. Das Rückspiel eigentlich ein aussichtsloses Unterfangen. Eigentlich. Kloppo ist da auch in seiner Art und Weise, glaube ich, einzigartig, dass er jedem auch vermitteln kann, ja klar geht da noch was. Also du glaubst es ja tatsächlich wirklich, das ist ja das. Ein kleiner Vorteil für Schwarz-Gelb: Bei den Königlichen sitzt Superstar Cristiano Ronaldo beim Rückspiel mit Knieproblemen nur auf der Bank. Auf der anderen Seite spielen halt Di Maria und Bale. Ja, auch nicht so schlecht. Dazu Benzema vorne drin. Das war schon trotzdem eine große Herausforderung, und ich glaube, für uns hat das keinen großen Unterschied gemacht, wer letztendlich auf dem Platz war, weil wir uns sehr auf uns fokussiert haben. Viele gehen ja vielleicht in so ein Spiel und denken, das ist wird schwer und irgendwie über die Zeit kriegen vielleicht, aber wir waren schon alle der Meinung, heute geht was. Eine Meinung, die nach 17 Minuten auf eine harte Probe gestellt wird. Das war, muss ich jetzt gestehen, wirklich ein richtiger Nackenschlag. Ich habe jetzt, glaube ich, auch schon wieder Gänsehaut und höre, wie laut das war. Das war direkt vor der Südtribüne. Also das war sehr, sehr laut in dem Moment, als er den Elfmeter hält. Und ab da war uns, also dem letzten im Stadion war klar, heute geht was. Außer vielleicht dem spanischen Rekordmeister. Ich glaube schon, dass Real sich relativ sicher war. Die Spielweise, Real hat das Ganze sehr kontrolliert aufgezogen, und hat uns sehr in die Karten gespielt. Die wollten Ballbesitzspiel spielen, und wir waren halt darauf vorbereitet, nach vorne zu pressen und dort die Ballgewinne zu erzielen. Für mich ging es auch darum, als alleiniger Sechser nachzuschieben, die Räume eng zu machen, um die Marilén noch unter Druck zu setzen, um dann Fehler zu provozieren. Und genau so kommt es. Nur wenige Minuten nach Weidenfellers Heldentat erzielt Marco Reus das 1:0. Aus dem Funken Hoffnung wird ein Flächenbrand. Und mit dem 2:0 nach 37 Minuten kippt erneut Marco Reus nochmal richtig Öl ins Feuer. Man hat schon gesehen, dass auch die dann dran geglaubt haben, dass da für uns was möglich ist. Also das Ergebnis war perfekt. 2:0 zur Halbzeit, du hast alles angerichtet. Also der Tisch ist quasi schon gedeckt. Ja? Du musst nur noch das Brötchen runterholen, weil wir waren psychologisch 100%ig im Vorteil. Unser Plan ist aufgegangen. Es ging einfach nur darum, das dritte Tor nachzulegen. Und dazu hast du 45 Minuten Zeit. Und der schwarz-gelbe Sturmlauf geht weiter. Dann kommt die 65. Minute. Ja, mach ihn, ja klar. Die Arme bestimmt schon hochgerissen. Ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, aber das war eine bessere Torchance kannst du ja eigentlich gar nicht mehr haben. Das war leider so, ja. Ich glaube, Micky macht sich heute noch Vorwürfe. Also der war todtraurig nach dem Spiel. Und das war in der Tat auch so eine Szene, ja mein Gott, was brauchen wir noch? Das wäre natürlich, glaube ich, auch für Madrid nochmal ein Nackenschlag gewesen und vielleicht sogar der Genickbruch gewesen, weil wir einfach diesen Optimismus und diesen Lauf dann, glaube ich, bis zum Ende durchgezogen hätten. Auch im Anschluss ergeben sich genügend gute Möglichkeiten, das 3:0 zu erzielen. Allein, es fällt nicht. Das ist dann so die Möhre einmal vor der Nase so weggeschnappt. Das fährt schon zu und ist aber schon weg. Und das war sehr, 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 sehr niederschmetternd. Und jeder hat dann ja auch direkt gesagt, ja, im Nachgang werdet ihr es verstehen, was ihr da geleistet habt. Ja, schon, bringt uns trotzdem nicht eine Runde weiter. Das ist halt wirklich das Dumme. Das Ausscheiden ist aber nur eine Seite der Medaille. Die großartige Leistung, insbesondere auch von Olli Kirch, die andere. Weil dann direkt Aki Watzke und Zorki in die Kabine kamen und sagen, ob ich schon irgendwo anders unterschrieben hätte. Das heißt also, okay, da war klar, ich kann hier wahrscheinlich noch bleiben.
Aber natürlich auch Aufmerksamkeit, nochmal Standing auch bei den Fans. Dortmund, das war mein Verein, das ist mein Verein. Für mich war das wirklich ein Jackpot. Ich war überzeugt davon und Olli Kirch habe ich gestern schon gesagt, das ist die größte Entwicklung, die ich jemals bei einem 30-Jährigen gesehen habe. Er ist mittlerweile 31, hat ein bisschen gedauert, aber das ist einfach stark. Hat gestern auf allerhöchstem Niveau eine Leistung abgerufen. Ich weiß nicht, ob er sich die selber zugetraut hätte. Darauf werde ich dauernd angesprochen. Also wenn ich in Dortmund bin, dann ist natürlich bei jedem der erste Satz, Olli damals, sein Spiel werde ich nie vergessen. Und das ist auch geil. Also das ist wirklich, wirklich schön. Aber nicht nur deshalb werden ihm die Erinnerungen an den glanzvollen Abend im April 2014 immer erhalten bleiben. Ich habe letztens auch mal meine ganzen Trikots sortiert und aufgeräumt. Die waren so unsortiert in irgendeiner Schublade oder in irgendeinem Schrank. Das war cool. Also wirklich da einmal nochmal, ist ja wie so eine eigene die Geschichte nochmal so durchzulaufen. Da waren ein paar coole Sachen dabei, ja. Und Isco habe ich auch gefunden. Die meisten seiner heutigen Schützlinge wissen von diesem Gala-Auftritt ihres Trainers nur aus Erzählungen. Also die wissen es und die haben, glaube ich, auch aufgrund meiner Karriere schon mal so einen Grundrespekt. Aber ich würde es jetzt nicht dauernd nochmal nachfüttern. Ich vermeide eigene Anekdoten reinzubringen, weil man darf es nicht übertreiben. Also ab und zu hilft das mal, wenn es wirklich dann klar ist, wenn eine Situation auch übertragen werden kann auf die Jungs, dass die das auch dann herstellen können, die Verbindung und für ihre Situation nutzen können. Oftmals, finde ich, habe ich auch schon selber mitgekriegt, dass Trainer das zu sehr aus auch Eigennutz machen. So, ich war schon ein guter Kicker, ne, wisst ihr, könnt ihr mal googeln. Und das möchte ich nicht. Olli Kirch steht noch am Anfang seiner Trainerkarriere. Und, da sind wir uns ganz sicher, auch die wird für ihn noch die ein oder andere Sternstunde bereithalten.